Diese 9-jährige Mia gibt ihrem Hund ein geheimes Signal vor Gericht und die Richterin erstarrt, als sie die Wahrheit erkennt. 18 Monate lang hatte Mia kein einziges Wort gesprochen. Niemand wusste warum. Aber ihr Hund Max, er wusste alles. Was dann passierte, schockierte den gesamten Gerichtssaal. Denn dieses kleine Mädchen hatte ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das eine Familie für immer zerstören würde. Und ihr werdet nicht glauben, was dieser Hund getan hat, um seine kleine Besitzerin zu beschützen. Ich kann sehen, dass ihr noch nicht abonniert habt. Und das macht mich wirklich traurig. Bitte abonniert und werdet Teil unserer Familie. Seid ein Teil unserer großen Familie hier. Der Gerichtssaal fühlte sich an, als hätte er aufgehört zu atmen. Ihr konntet das Ticken der alten Wanduhr hören und das leise Rascheln von Gerichtspapieren. Sonnenlicht filterte durch die hohen Fenster und fing Staub in der Luft ein wie schwebende Gedanken. Jedes Auge im Raum war auf die kleine Gestalt gerichtet, die hinter dem Zeugenstand saß. Ihr Name war Mia. Sie war 9 Jahre alt, ihre Beine baumelten über dem Boden, zu kurz, um die Holzplattform unter ihr zu erreichen. Ihre Hände umklammerten fest ein abgenutztes, stoffgebundenes Märchenbuch, dessen Cover von Jahren des Gebrauchs und stillen Trostes ausgefranst war. Mia trug nichts Besonderes, nur ein weiches rosa Kleid mit winzig bestickten Sternen, die Art, die man trägt, um sich mutig zu fühlen, auch wenn man es nicht ist. Aber das hier war keine Schulaufführung, das war nicht einmal ein schlimmer Traum. Das war das Familiengericht in einer ruhigen Stadt in Nordrhein-Westfalen. Und Mia war die jüngste Person im Raum, das einzige Kind in einem Meer von Anwälten, Schreibern, einer Richterin und 2 Eltern, die auf gegenüberliegenden Seiten des Raums saßen. Jeder trug das Gewicht von Schuld, Angst und zerbrochenem Vertrauen. Ihre Mutter saß mit ihrem Anwalt, ein Taschentuch umklammernd, das Gesicht erschöpft, aber kämpferisch. Ihr Vater Klaus saß starr da, die Arme verkrampft, sein Blick hohl, aber zitternd. Spannung summte unter der Stille wie ein elektrisches Brummen. Aber Mia schaute keinen von beiden an. Ihre Augen waren auf den Gang jenseits der hölzernen Absperrung gerichtet, auf einen großen deutschen Schäferhund namens Max, der eine tiefgrüne Weste mit weißen Worten trug. Therapiehund. Nicht streicheln. Er saß geduldig, bewegungslos, aber irgendwie aufmerksam, als würde er auf etwas warten, das niemand sonst kommen sehen konnte. Und was dann passierte, würde alles verändern. Mia hatte über 18 Monate lang kein einziges Wort gesprochen. Die Stille kam nicht auf einmal, sie schlich sich langsam ein, bis sogar die kleinsten Geräusche, die sie früher gemacht hatte, Summen, Lachen, nach Gute-Nacht-Geschichten fragen, verblassten wie Kreide auf regengewaschenem Pflaster. Es war nicht, dass sie nichts zu sagen hatte, es war so, dass etwas zu sagen einmal zu etwas Schrecklichem geführt hatte. Niemand in diesem Gerichtssaal kannte die ganze Geschichte, nicht die Anwälte, nicht der Gerichtsdiener, vielleicht nicht einmal die Richterin. Aber Mias Mutter Sabine wusste es. Und irgendwo tief drinnen, trotz seines leeren Ausdrucks, wusste ihr Vater Klaus es auch. Es war in einer kalten Winternacht passiert. Klaus war durch das Haus gelaufen, Wut brodelte knapp unter seiner Haut. Ein falsches Wort, ein falscher Blick und alles explodierte. Sie hatte versucht zu rennen, hatte versucht sich zu verstecken, aber er erwischte sie, schüttelte sie hart. Hart genug, um blaue Flecken zu hinterlassen, hart genug, dass alles dunkel wurde. Die blauen Flecken verblassten mit der Zeit, aber etwas anderes zerbrach. Ihre Stimme, ihre Sicherheit, ihr Glaube daran, dass man der Welt vertrauen konnte, einfach so verschwunden. In den folgenden Tagen weinte sie nicht, sie schrie nicht, sie zog sich in sich zurück, als wäre das Verschwinden der einzige Weg, sicher zu bleiben. Ihr Geist wurde nicht nur trüber, er zerbrach. Sie hörte auf, nach Umarmungen zu greifen, sie hörte auf, nach Geschichten zu fragen. Es war, als wäre ein kleiner heller Teil von ihr verschwunden und niemand konnte ihn zurückrufen. Therapeuten versuchten es mit monatelangen Therapiesitzungen, Kreise mit Buntstiften malen, mit Puppenspielen, sogar Medikamente. Nichts funktionierte. Mia hielt ihre Lippen versiegelt und ihre Augen gesenkt. Es war kein Trotz, es war Angst.
pure, erlernte Angst. Dann kam Max, nicht als Heilmittel, sondern als Rettungsleine. Das erste Mal, als sie sich trafen, saß Mia im Schneidersitz auf dem Boden des Therapeutenbüros und blinzelte kaum. Max lag ruhig auf der anderen Seite des Raums und beobachtete sie mit diesen tiefen, intelligenten Augen. Er bewegte sich nicht, er bettelte nicht um Aufmerksamkeit, aber etwas ging zwischen ihnen hin und her. In dieser Stille schien Max ohne Anweisung oder Training zu wissen, dass dieses kleine Mädchen die eine war, die er beschützen musste, die daran erinnert werden musste, dass sie immer noch wichtig war. Er wurde vorsichtig als Teil eines Trauma-Recovery-Programms vorgestellt. Am Anfang berührte Mia ihn nicht einmal. Aber Max wartete, ruhig, geduldig, sanft. Er bellte nie, hetzte nie. Er lag einfach in der Nähe und atmete gleichmäßig, passte sich ihrem Tempo an. Es dauerte Wochen, bis sie eine Hand auf seinen Rücken legte. Monate, bis sie ihr erstes Zeichen machte. Und langsam begann Mia zu kommunizieren, nicht mit Menschen, sondern durch Max. Eine sanfte Berührung, eine spezifische Bewegung, ein Nicken gefolgt von einem Signal, das sie in der Therapie geübt hatten. Er war nicht nur ein Trostspendertier, laut ihrer Psychologin war Max zu etwas weitaus Mächtigeren geworden, einer Brücke zu der Welt, an die sie nicht mehr glaubte. Und jetzt stand diese Brücke hoch und still da, nur wenige Meter von dem Ort entfernt, wo Mia saß, und wartete darauf, dass sie überquerte. Richterin Petra Weber war nicht jemand, von dem die Leute erwarteten, dass sie nachgab. Sie hatte über 25 Jahre lang auf der Richterbank gedient, durch Zivilstreitigkeiten, Sorgerechtsschlachten und mehr zerbrochene Familien, als sie sich zu erinnern wagte. Ihr Ruf war scharf, klinisch. Sie befolgte das Gesetz bis aufs i-Tüpfelchen. Sie ließ keine Emotionen, Theatralik oder Sentimentalitäten zu. Für viele war sie respektiert, für einige gefürchtet, aber niemals unterschätzt. An diesem Morgen saß sie aufrecht in ihrem Stuhl, eine Brille mit silbernem Rahmen tief auf ihrer Nase. Ihre Robe perfekt gebügelt, ihr Haar in einem nüchternen Knoten zurückgebunden. Die Art von Richterin, die sogar erfahrene Anwälte dazu brachte, sich gerader zu setzen. Aber heute war etwas anders. Sie blickte mir an. Wirklich an. Es gab kein Gerichtsprotokoll in diesem Blick, keine kalkulierte rechtliche Bewertung, nur stille Beobachtung. Die Art, wie das Mädchen ihr Buch umklammerte, die Steifheit in ihren Schultern, die Tatsache, dass ihre Füße den Boden nicht berührten. Und dann die kleinste Veränderung, das Flackern von Mias Augen zum hinteren Teil des Raums, zu dem Hund. Richterin Weber warf einen Blick auf den deutschen Schäferhund, der ruhig hinter der hölzernen Barriere saß. Sie hatte dem Antrag zugestimmt, den Therapiehund nach dem Lesen der psychologischen Aussage zuzulassen. Aber sie hatte nicht erwartet, das zu sehen. Ein Mädchen, das von Stille zusammengehalten wurde. Ein Hund, der Raum für sie hielt, mehr zu sein als das. Die Richterin lehnte sich leicht vor. »Mia«, sagte sie, ihre Stimme sanfter, als jeder im Gerichtssaal sie jemals gehört hatte, »ich muss dir etwas fragen. Du musst nicht mit Worten antworten. Wenn du nicht bereit bist, kannst du nicken oder den Kopf schütteln oder Max anschauen. Ich werde verstehen.« Mia antwortete nicht sofort. Die Stille erstreckte sich lang genug, um schwer zu werden. Niemand wagte zu sprechen. Nicht die Anwälte, nicht der Schreiber, sogar die Gerichtsreporterin hatte pausiert. Ihre Finger schwebten über der Tastatur, als hätte sie Angst, dass ein Tastendruck den Moment zerbrechen könnte. Mia blieb vollkommen still, außer ihren Händen. Ihre linke Hand blieb um den ausgefransten Buchrücken ihres Märchenbuches gekrümmt. Aber langsam, vorsichtig begann ihre rechte Hand zu steigen. Nicht hoch, gerade genug, dass diejenigen, die genau hinschauten, es bemerkten. Sie zeichnete einen kleinen, absichtlichen Kreis in die Luft mit ihrem kleinen Finger, kaum sichtbar, weich, wie ein Flüstern, das nur ein Wesen im Raum erkennen würde. Max tat es. Die Ohren des deutschen Schäferhundes hoben sich und er stand auf in einer einzigen fließenden Bewegung. Nicht gehetzt, nicht unsicher. Seine Bewegungen waren präzise, geübt. Er ging, Schritt durch das kleine Tor neben dem Zeugenstand. Der Gerichtsdiener bewegte sich leicht, instinktiv, aber die Richterin hob eine Hand, um ihn zu stoppen. Jeder schaute zu, wie Max sich Mia näherte, sich umdrehte und sich an ihre Seite setzte, zum Gerichtssaal gewandt, als würde er einen Posten beziehen. Er war ruhig, still, stetig. Mia klopfte dann auf ihre Brust. Einmal, zweimal. Max bellte, ein einzelnes Bellen.
Kurz, aber klar. Und das war's. Eine Welle durchlief den Raum wie eine Kältewelle. Die Leute schauten sich um, verwirrt, aber bewegt. Die Anwälte wandten sich einander zu und flüsterten. Der Gerichtsschreiber blinzelte schnell. Mias Mutter Sabine bedeckte ihren Mund mit beiden Händen. Richterin Weber saß aufrecht, ihre Hände gefaltet, ihr Ausdruck unlesbar. Aber ihre Augen suchten Mias Gesicht ab, als würden sie eine Botschaft entschlüsseln, die mit unsichtbarer Tinte geschrieben war. »Was bedeutet das?« fragte sie, ohne wegzuschauen, ihre Stimme leise, aber direkt. Und aus dem hinteren Teil des Gerichtssaals stand jemand auf. Es war Mias Psychologin, Dr. Müller. Ihr Gesicht war blass, ihre Hände zitterten leicht. »Das ist eine Kommunikationssequenz, die wir entwickelt haben. Mia und Max haben monatelang daran gearbeitet. So sagt sie die Wahrheit, wenn sie zu verängstigt ist, um laut zu sprechen.« Die Richterin sprach nicht sofort, sie blinzelte einmal langsam. Ihr Blick wechselte von der Psychologin zu Mia, dann zu Max, der immer noch wie ein Soldat im Dienst saß. Der Raum hielt den Atem an. Dr. Müller trat vor und hielt vorsichtig etwas in ihrer Hand, einen kleinen cremefarbenen Umschlag, der an den Rändern leicht gebogen war. »Sie gab mir das gestern«, sagte sie sanft. Ihre Stimme trug durch die Stille. »Sie sagte mir, das nur der Richterin zu geben, wenn Max bellt.« Richterin Weber griff nach dem Umschlag, ihre Finger stabil, aber ihre Augen unsicher. Sie öffnete ihn langsam, schälte die Klappe zurück, als würde er etwas Heiliges enthalten, und in gewisser Weise tat er das. Drinnen war eine Zeichnung, in Buntstift gemacht, aber präzise in ihrem Schmerz. Sie zeigte ein kleines Mädchen, unverkennbar Mia, in der Ecke eines Raums gekauert, ihre Arme fest über ihren Kopf gewickelt, über ihr ragte ein Mann auf, groß, rotgesichtig, vor Wut verzerrt, seine Hände zu Fäusten geballt, sein Mund in einem stummen Brüllen geöffnet. In der Ecke des Bildes stand Max, zwischen dem Mann und dem Mädchen positioniert, sein Körper tief, defensiv, sein Mund mitten im Bellen offen, seine Augen scharf und wachsam. Der Gerichtssaal war still, aber etwas Unsichtbares verschob sich. Richterin Weber starrte die Zeichnung länger an, als jeder erwartete. Ihre Lippen pressten sich zu einer dünnen Linie, ihre Kehle bewegte sich, als sie hart schluckte und gegen das Stechen hinter ihren Augen kämpfte. Sie hatte über Hunderte von Fällen entschieden, aber keiner hatte ihr jemals so ins Gesicht geblickt wie dieser. Durch die Wahrheit eines Kindes, gezeichnet in brochenen Linien und kräftigem Buntstift. Sie drehte die Zeichnung um. Auf der Rückseite, geschrieben in ungleichmäßigen Blockbuchstaben mit einem blauen Marker, standen 9 einfache Worte. Er sagt, er liebt mich, aber ich fühle mich nur sicher, wenn er nicht da ist. Ein Keuchen durchlief die Zuschauerringe. Klaus sprang abrupt auf und stieß seinen Stuhl zurück. »Das ist absurd! Dieser Hund ist dressiert! Sie hätte...« »Setzen Sie sich«, schnappte Richterin Weber. Ihre Stimme war nicht mehr sanft. Sie durchschnitt die Stille wie ein Blitzschlag. »Oder ich lasse Sie hinausführen!« Klaus erstarrte. Max bewegte sich nicht, Mia zuckte nicht zusammen. Einen Moment lang bewegte sich niemand. Richterin Weber legte die Zeichnung mit bedachter Sorgfalt auf die Richterbank, als hätte sie Angst, dass selbst eine Brise sie zerreißen könnte. Ihre Finger verweilten auf dem Papier und verfolgten die Ränder, als wäre es etwas Lebendiges, etwas Zerbrechliches. Ihre Augen blitzten zu mir, dann zurück zu den Worten, die in ungleichmäßigen Buchstaben geschrieben waren. Er sagt, er liebt mich, aber ich fühle mich nur sicher, wenn er nicht da ist. Es waren keine Beweise im traditionellen Sinne, aber es war mehr als das. Es war die rohe Wahrheit eines Kindes, ungefiltert durch Erwachsenenlogik oder rechtliche Argumente. Und in diesem Gerichtssaal, mit all seiner Formalität und seinen Regeln, traf diese Wahrheit härter als alles, was in einem Bericht geschrieben stand. Klaus blieb stehen, das Gesicht vor Wut gerötet, die Brust heftig atmend. »Sie manipuliert sie«, bellte er und zeigte auf Mia. »Sie benutzt diesen Hund. Diese ganze Sache ist eingeübt.« Richterin Weber blinzelte einmal nicht. »Dieses Gericht«, sagte sie kalt, »nimmt Einschüchterung nicht gut auf. Sie können sich setzen oder hinausgeführt werden.« Sein Mund öffnete sich, als wollte er argumentieren,
Aber der Gerichtsdiener machte einen einzigen Schritt vorwärts. Klaus setzte sich. Die Stille kehrte zurück. Max blieb vollkommen still, sein Blick nach vorne gerichtet, aber sein Körper lehnte sich ganz leicht an Mias Bein. Eine stumme Beruhigung: Ich bin hier. Und Mia, sie hatte sich nicht bewegt, war nicht einmal zusammengezuckt während Klaus' Ausbruch, aber da war etwas anderes jetzt. Ihre Schultern, einst nach innen gebeugt, schienen sich nur leicht zu verschieben, als wäre ein Gewicht gehoben worden. Und dann, mit der sanftesten Stimme, die der Raum jemals gehört hatte, sprach Mia. Max weiß, wer mich sicher hält. Er erinnert sich an alles, auch wenn ich es nicht konnte. Die Worte hallten nicht wider. Sie mussten es nicht. Das Gewicht von ihnen setzte sich in jede Ecke des Raums. Selbst die Gerichtsreporterin hatte aufgehört zu tippen. Für einen langen Moment blieb der Raum in der Schwebe de Fang zwischen Atem und Unglauben. Der Klang von Mias Stimme, so leise sie auch war, traf wie ein Donner. Nicht, weil sie laut war, sondern weil sie existierte. Nach 18 Monaten der Stille war der Gerichtssaal Zeuge eines Wunders geworden. Still, aber seismisch. Richterin Weber verbarg ihre Reaktion nicht. Sie blinzelte mehrmals, als würde sie sich vergewissern, dass sie die Worte wirklich gehört hatte. Sie lehnte sich vor, beide Ellbogen auf die Richterbank gestützt, die Finger ineinander geschränkt. Ihre Strenge war nicht verschwunden, aber etwas anderes war darunter erschienen: Ehrfurcht. »Mia«, sagte sie sanft. »Danke.« Diese 2 Worte hingen in der Luft wie ein Segen. Max saß immer noch an Mias Seite, unbeweglich, aber seine Ohren zuckten beim Klang ihrer Stimme und er lehnte sich etwas näher an sie, berührte ihren Arm mit der Seite seines Körpers. Es war eine kleine Geste, aber sie erdete sie. Mias Augen wanderten nicht zu ihrem Vater, nicht einmal. Sie zuckte nicht zusammen, als sie seinen Atem stocken hörte oder als sich seine Hände zu Fäusten an dem Tisch ballten. Ihr Blick blieb nach vorn gerichtet, ihr Fokus unerschütterlich. Sie hatte gesagt, was sie sagen musste. Richterin Weber wandte ihre Aufmerksamkeit Mias Mutter Sabine zu, deren Tränen jetzt frei flossen. Ihr Anwalt legte eine beruhigende Hand auf ihren Rücken, aber die Frau bemerkte es kaum. Ihr ganzes Wesen war auf ihre Tochter fixiert. Mit Ehrfurcht, mit Trauer, mit Stolz und mit Herzschmerz. Denn in der Stimme ihrer Tochter konnte sie das Gewicht jeder schlaflosen Nacht hören, jeden unsichtbar gebliebenen blauen Fleck, jeden Schrei, der stumm geblieben war. Es war der Klang von Schmerz, den keine Mutter jemals hören möchte, gesprochen nicht in Lautstärke, sondern in Wahrheit. »Gnädige Frau«, sagte Richterin Weber mit fester Stimme, »ich gewähre Ihnen das vollständige Sorgerecht für Ihr Kind.« Der Gerichtssaal brach nicht in Jubel aus, es gab keinen Applaus, nur eine stille, kollektive Erleichterung, als hätte das Gebäude mit allen anderen den Atem angehalten und endlich ausgeatmet. Klaus öffnete wieder den Mund, aber diesmal trat der Gerichtsdiener vor und schüttelte den Kopf. Nichts musste gesagt werden. Der Hammer der Richterin blieb unberührt. Es war noch nicht vorbei. Noch nicht. Die Papiere waren erledigt. Die Aussagen waren gehört worden, obwohl nur wenige Worte gesprochen wurden. Die Beweise lagen in Buntstift auf der Richterbank der Richterin. Und doch, was am meisten verwallte, war nicht das, was gezeigt oder gesagt worden war. Es war das, was gefühlt worden war. Richterin Weber sammelte ihre Akten mit geübter Präzision und stapelte sie ordentlich vor sich. Der Raum hatte sich beruhigt, obwohl niemand ganz zur Normalität zurückgekehrt war. Etwas Unausgesprochenes war durch den Raum gegangen, etwas Heiliges, und niemand wollte es zerbrechen. Ihre Hand schwebte über dem Hammer, bereit, die Sitzung zu beenden. Aber sie hielt inne. Ihre Augen bewegten sich von der Mutter, die leise in Dankbarkeit weinte, zu dem Vater, der starr und besiegt dasaß. Dann zu Mia, die immer noch auf dem Zeugenstand saß, Max stetig an ihrer Seite, das Buch in ihrem Schoß, das jetzt leicht geöffnet ruhte. Die Richterin blickte das Kind direkt an, und für einen seltenen Moment in ihrer langen Laufbahn zitterte ihre Stimme. »Du hast mit einem einzigen Signal mehr gesagt, als die meisten Erwachsenen in 1000 Worten sagen«, flüsterte sie.
Sie sprach dann nicht als Richterin, sondern als Mensch. Einer, der gerade etwas gesehen hatte, das durch jede Schicht juristischer Ausbildung, Protokoll und Zurückhaltung drang. Richterin Weber senkte ihre Hand und anstatt den Hammer mit Kraft niederzubringen, setzte sie ihn sanft auf die Richterbank. Nicht im Urteil, sondern in Ehrfurcht. Dann, ohne ein weiteres Wort, stand sie auf und verließ die Richterbank. Und der Raum blieb still, denn es gab nichts mehr zu sagen. In diesem Moment der Gerechtigkeit war nicht nur ein Urteil gefallen, ein kleines Mädchen hatte ihre Stimme wiedergefunden und ein Hund hatte bewiesen, dass Liebe manchmal die stärkste Sprache von allen ist. 6 Monate später, in einer anderen Art von Stille, diese hier voller Frieden. Die Sonne war warm auf der Parkbank an diesem Nachmittag, Blätter flatterten träge in der Brise und warfen bewegliche Schatten auf das Notizbuch, das über Mias Schoß lag. Ihre kleinen Finger hielten einen Buntstift und zeichneten vorsichtig eine Szene. Bäume, Vögel und einen Hund, der sehr vertraut aussah. Max lag neben ihr zusammengerollt, seine Augen halb geschlossen, aber seine Ohren waren wie immer wachsam. Er musste sie nicht mehr ständig beobachten, sie war nicht mehr gebrochen, nur dabei, langsam, stetig zu heilen. Mia sprach immer noch nicht viel, aber sie musste es auch nicht. Sie lachte, sie zeichnete, sie hielt Blickkontakt. Sie hatte begonnen, die ganze Nacht durchzuschlafen. Ihre Therapeutin sagte, es sei Fortschritt. Ihre Mutter Sabine sagte, es sei ein Wunder. Ein kleiner Junge wanderte vom Spielplatz herüber, seine Hände klebrig vom Eis. Er blieb ein paar Meter entfernt stehen und zeigte auf Max. »Kann ich deinen Hund streicheln?« fragte er. Mia schaute auf, die Mundwinkel hoben sich. Sie antwortete nicht sofort. Für einen kurzen Moment zuckten ihre Finger mit Zögern, eine Spur des Mädchens, das einst in Stille verschwunden war. Aber dann legte sie ihren Buntstift weg, schloss ihr Notizbuch und klopfte sanft auf ihre Brust. Max gab ein einzelnes freundliches Bellen von sich und wedelte mit dem Schwanz. Der Junge lachte und dann lachte auch Mia. Ein echtes Lachen, die Art, die in ihrer Brust gefangen war und wie Sonnenschein heraussprudelte. Nicht nur Geräusch, sondern Leben. Die Art von Lachen, die der Welt sagte, dass sie immer noch da war, dass die Brücke funktionierte, dass die Heilung begonnen hatte. »Ja«, sagte sie mit ihrer sanften, aber klaren Stimme. »Er heißt Max. Er ist mein bester Freund.« Ihre Stimme trug keine Angst mehr, keine Zögerung, nur die einfache Wahrheit eines Kindes, das gelernt hatte, der Welt wieder zu vertrauen. Der kleine Junge streichelte Max vorsichtig und der große deutsche Schäferhund stand geduldig da, sein Schwanz sanft wedelnd. Mia beobachtete mit einem Lächeln, das ihre ganze Welt erhellte. In der Ferne sah Sabine zu, Tränen der Freude in den Augen. Ihre Tochter war zurückgekommen. Nicht ganz dieselbe wie vorher, aber stärker, mutiger. Mit einer Stimme, die durch Schmerz gegangen und auf der anderen Seite angekommen war. Max legte sich wieder hin, aber seine Augen blieben auf Mia gerichtet. Sein Job war noch nicht ganz beendet. Er würde immer da sein, eine lebende Erinnerung daran, dass sie sicher war, dass sie geliebt wurde, dass ihre Stimme wichtig war. Und während die Sonne durch die Bäume schien und der Wind sanft durch ihre Haare wehte, öffnete Mia ihr Notizbuch wieder. Diesmal zeichnete sie nicht nur Bäume und Hunde, sie zeichnete sich selbst, lächelnd, sprechend, lebend. Die kleine Mia war endlich nach Hause gekommen. Aber lasst uns zurückgehen zu dem Moment, als alles begann sich zu ändern. 3 Monate vor dem Gerichtstermin, in Dr. Müllers kleinem, warmen Therapieraum, mit den pastellfarbenen Wänden und den weichen Kissen überall. Dr. Anna Müller war nicht die andere Therapeutin. Sie hatte selbst eine Geschichte. Eine, die sie mit traumatisierten Kindern auf eine Weise verband, die Lehrbücher niemals lehren könnten. Als sie 7 Jahre alt war, hatte auch sie aufgehört zu sprechen. Nicht wegen körperlicher Gewalt, sondern wegen emotionaler Vernachlässigung, die genauso zerstörerisch sein konnte. Ihre eigene Mutter hatte sie nie geschlagen, aber ihre Worte waren wie Messerstiche gewesen. Du bist zu laut, zu anspruchsvoll, zu viel. Jahr für Jahr, bis das kleine Mädchen namens Anna beschloss, dass Stille sicherer war als Sprechen. Deshalb erkannte sie in Mias Augen sofort das, was andere vielleicht übersehen hätten. Nicht nur Angst, sondern eine tiefe, existenzielle Müdigkeit. Die Art von Erschöpfung, die entsteht, wenn ein Kind beschließt, dass Unsichtbarkeit Überleben bedeutet. An jenem ersten Tag saß Mia auf dem kleinen blauen Stuhl, die Beine baumelnd, das Märchenbuch fest an die Brust gedrückt.
Ihre Augen waren auf den Boden gerichtet, aber Dr. Müller konnte sehen, wie sie verstohlen den Raum absuchte. Immer bereit zur Flucht, immer bereit zu verschwinden. »Du musst heute nichts sagen, Mia«, hatte Dr. Müller sanft gesagt. »Wir können einfach hier sitzen. Manchmal ist das Wichtigste, was wir tun können, einfach nur zu atmen.« Und das taten sie. 30 Minuten lang saßen sie in friedlicher Stille, während Dr. Müller leise klassische Musik spielte und gelegentlich Notizen in ihr Buch schrieb. Mia hatte ihre Augen nicht ein einziges Mal gehoben. Aber als die Sitzung zu Ende war, hatte sie etwas getan, was ihre Mutter Sabine wochenlang nicht gesehen hatte. Sie hatte sich entspannt. Nur ein kleines bisschen, aber Dr. Müller hatte es bemerkt. »Sie testet dich«, hatte Sabine später in dem kleinen Wartezimmer geflüstert, Tränen in den Augen. »Sie testet, ob du gehst, ob du aufgibst, ob du sie auch verlässt.« Dr. Müller hatte Sabines Hand genommen. »Dann zeigen wir ihr, dass manche Menschen bleiben.« Und das tat sie. Woche für Woche, Sitzung für Sitzung. Manchmal spielten sie in Stille mit Spielzeug, manchmal zeichneten sie. Manchmal saß Dr. Müller einfach da und las ein Buch, während Mia ihre eigenen stillen Welten erkundete. Es war in der 5. Woche, als Dr. Müller zum ersten Mal Max erwähnte. »Ich habe einen Freund«, sagte sie beiläufig, während sie gemeinsam Bauklötze stapelten. »Er ist sehr groß und sehr flauschig und er ist der beste Zuhörer, den ich kenne. Er urteilt nie über jemanden.« Mias Hände hatten für einen Moment innegehalten. Ein winziges Zeichen von Interesse. »Magst du Hunde, Mia?« Eine kleine Bewegung des Kopfes. Nicht ganz ein Nicken, aber auch kein Kopfschütteln. Hoffnung. Eine Woche später brachte Dr. Müller Max mit. Aber sie tat es klug. Sie ließ ihn nicht sofort in den Therapieraum. Stattdessen blieb Max im Wartezimmer, ruhig auf seinem speziellen Platz liegend, während Mia und ihre Mutter eintrafen. Mia blieb abrupt stehen, als sie den großen deutschen Schäferhund sah. Ihre kleine Hand griff fester nach Sabines Hand, aber sie machte keinen Schritt zurück. Ihre Augen, zum ersten Mal seit Monaten, zeigten echte Neugier statt Angst. Max war perfekt ausgebildet. Er hob nicht einmal den Kopf, als sie eintraten. Er lag einfach da. Seine Flanken hoben und senkten sich gleichmäßig, seine Augen halb geschlossen. Aber Dr. Müller wusste, dass er alles beobachtete. Max war ein Experte darin, zu lesen, was andere nicht sehen konnten. »Das ist Max«, sagte Dr. Müller leise zu Sabine, aber laut genug, dass Mia es hören konnte. »Er wartet heute hier draußen. Er stört niemanden.« Mia ließ ihre Mutter los und machte einen kleinen Schritt näher zu Max. Nicht nah genug zum Berühren, aber nah genug zum Beobachten. Max' Ohren zuckten leicht, ein Zeichen, dass er Mias Anwesenheit registriert hatte, aber er bewegte sich nicht. Dr. Müller hatte ihm beigebracht, dass das erste Treffen mit traumatisierten Kindern wie ein Tanz war. Ein falscher Schritt, eine zu schnelle Bewegung und das Vertrauen war für immer gebrochen. »Er sieht müde aus«, flüsterte Mia, die ersten Worte, die sie in Dr. Müllers Anwesenheit gesprochen hatte. Beide Erwachsenen tauschten einen schnellen Blick aus, aber keiner machte eine große Sache daraus. »Max arbeitet sehr hart«, antwortete Dr. Müller sanft. »Er hilft Kindern dabei, sich sicher zu fühlen. Das ist ein sehr wichtiger Job, also braucht er viel Ruhe.« Mia nickte langsam. Zum ersten Mal seit Monaten schien sie etwas zu verstehen, was die Erwachsenen um sie herum nicht konnten. In der Therapiesitzung an diesem Tag war alles anders. Mia war unruhiger, aber auf eine gute Art. Sie schaute immer wieder zur Tür, als würde sie sich fragen, ob Max noch da war. Ihre Zeichnungen an diesem Tag zeigten zum ersten Mal seit langem etwas anderes als dunkle Ecken und versteckte Gestalten. Sie zeichnete einen Hund. Einen großen, friedlichen Hund, der in einem sonnigen Raum lag. »Das ist schön, Mia«, sagte Dr. Müller. »Wie fühlst du dich, wenn du ihn zeichnest?« Mia dachte einen langen Moment nach, den Buntstift in der Hand haltend. »Weniger allein«, flüsterte sie schließlich. Und da wusste Dr. Müller, dass sie den Schlüssel gefunden hatten. Nicht zur Heilung, das würde Zeit dauern, aber zum ersten Schritt. Max war nicht nur ein Therapiehund, für Mia war er etwas viel Kostbareres geworden, ein Beweis, dass es in der Welt Wesen gab, die nicht wehtaten. Nach der Sitzung ging Mia direkt zum Wartezimmer zurück. Max lag immer noch an derselben Stelle, aber diesmal hob er den Kopf und sah sie an.
Seine braunen Augen waren warm und duldig. Kann ich ihm Hallo sagen?« fragte Mia ihre Mutter. Sabine sah Dr. Müller fragend an, die sanft nickte. »Du kannst ihm Hallo sagen. Du musst ihn nicht berühren, wenn du nicht möchtest. Manchmal ist Hallo sagen genug.« Mia näherte sich vorsichtig und blieb etwa 1 Meter von Max entfernt stehen. »Hallo Max«, sagte sie mit ihrer kleinen, aber klaren Stimme. Max' Schwanz wedelte einmal, nur einmal, gegen den Boden. Ein Hallo zurück. Und zum ersten Mal seit 18 Monaten lächelte Mia. Ein echtes, breites, wunderschönes Lächeln. Es dauerte 3 weitere Wochen, bis Mia Max zum ersten Mal berührte. 3 Wochen voller vorsichtiger Annäherung, stummen Beobachtungen und winzigen Vertrauensschritten. Jeden Dienstag und Donnerstag saß Max im Wartezimmer, immer an derselben Stelle, immer mit derselben geduldigen Ruhe. Mia begann, kleine Geschenke für ihn mitzubringen. Erst waren es nur Zeichnungen, Bilder von ihm, die sie während der Woche zu Hause gemalt hatte. Dann brachte sie eines Tages ein kleines Leckerli mit, das Sabine ihr erlaubt hatte zu kaufen. »Darf ich ihm das geben?« fragte sie Dr. Müller an jenem bedeutsamen Donnerstag im Oktober. Ihre Stimme war stärker geworden in den vergangenen Wochen, weniger zögerlich. Dr. Müller lächelte und nickte. »Du kannst es auf den Boden vor ihm legen. Er wird warten, bis du sagst, dass es okay ist.« Mia kniete sich vorsichtig vor Max hin, immer noch einen sicheren Abstand haltend. Sie legte das kleine Hundekeks auf den Boden zwischen ihnen. Max schaute das Leckerli an, dann schaute er Mia an, wartete auf ihre Erlaubnis. »Es ist für dich«, flüsterte sie. Max neigte den Kopf leicht, seine Art zu danken, und nahm das Leckerli sanft auf. Aber das war nicht der Moment, der alles veränderte. Das kam 1 Minute später. Als Max das Leckerli gefressen hatte, legte er seinen Kopf wieder auf seine Pfoten und seufzte zufrieden. Und in diesem Moment, ohne dass jemand sie dazu ermutigt hätte, streckte Mia langsam ihre kleine Hand aus. Ihre Finger zitterten leicht, aber sie berührte sanft Max' Kopf. Das Fell war weicher, als sie erwartet hatte, warm, lebendig. Max bewegte sich nicht, aber seine Augen schlossen sich halb, ein Zeichen tiefer Entspannung. Für Mia war es, als würde sie eine Brücke überqueren, die sie monatelang nur von weitem betrachtet hatte. »Er mag mich«, sagte sie verwundert, ihre Hand immer noch auf Max' Kopf. »Er mag mich wirklich!« Dr. Müller musste ihre eigenen Tränen zurückhalten. »Natürlich tut er das, Mia. Du bist ein sehr liebenswertes kleines Mädchen.« Von diesem Tag an änderte sich ihre Dynamik komplett. Max durfte in den Therapieraum kommen, aber er behielt seinen respektvollen Abstand bei. Mia sprach mehr, nicht viel, aber genug. Sie erzählte Max von ihren Träumen, von den Büchern, die sie las, von den Dingen, die sie in der Schule vermisste. Es war Dr. Müllers Idee, ein Kommunikationssystem zu entwickeln. Manchmal, erklärte sie mir, fühlen wir Dinge, die zu groß für Worte sind, aber Max versteht mehr als nur Worte. Er kann Gefühle lesen, Bewegungen verstehen. Sie begannen einfach. Ein Klopfen auf die Brust bedeutete, ich brauche dich. 2 Klopfer bedeuteten, ich habe Angst. Ein kleiner Kreis in der Luft bedeutete, komm zu mir. Max lernte schnell, er war für solche Arbeit geboren. Aber das wichtigste Signal entwickelten sie für etwas, das Mia noch nie hatte aussprechen können. Ein Signal für die Wahrheit. Es war eine Kombination, der kleine Kreis mit dem Finger gefolgt von dem Klopfen auf die Brust. Und Max würde mit einem einzigen klaren Bellen antworten. »Das ist unser Geheimnis«, sagte Dr. Müller zu Mia. »Wenn du jemals die Wahrheit sagen musst, aber die Worte nicht findest, kannst du Max fragen. Er wird für dich sprechen.« Mia übte das Signal immer wieder, bis es so natürlich wurde wie Atmen. Keiner von ihnen wusste damals, wie wichtig dieses Signal werden würde, wie es an einem kalten Wintertag in einem Gerichtssaal die Macht haben würde, eine Familie zu retten und einem kleinen Mädchen ihre Stimme zurückzugeben. Aber während Mia in der Therapie Fortschritte machte, wurde die Situation zu Hause immer unhaltbarer. Klaus merkte, dass seine Tochter anfing, wieder zu sprechen, und das machte ihn wütend. Nicht glücklich, wie ein normaler Vater sein sollte, wütend. Sie manipuliert diese ganze Situation,
zischte er eines Abends zu Sabine, nachdem Mia ins Bett gegangen war. »Diese Therapeutin füllt ihr den Kopf mit Lügen über mich.« Seine Stimme war niedrig, aber gefährlich. Sabine kannte diesen Ton. Er bedeutete, dass Klaus kurz davor stand, die Kontrolle zu verlieren. »Sie erholt sich, Klaus«, sagte Sabine vorsichtig und versuchte, ihre Stimme ruhig zu halten. »Das ist etwas Gutes. Sie spricht wieder.« Klaus schlug mit der Faust auf den Küchentisch. Das Geschirr klapperte. »Sie spricht gegen mich. Kannst du das nicht sehen? Diese ganze Therapie ist ein Komplott, um mich als Monster darzustellen.« Sabine spürte, wie ihr Herz schneller schlug. In den letzten Monaten hatte sie begonnen zu verstehen, was ihre Tochter durchgemacht hatte. Sie hatte gesehen, wie Klaus explodierte wegen kleinster Dinge. Eine verschüttete Milch, ein zu lautes Lachen, eine Frage zur falschen Zeit. Sie hatte sich selbst eingeredet, dass es nur Stress war, nur eine schwierige Phase. Aber als sie sah, wie Mia zusammenzuckte, wann immer Klaus' Stimme auch nur leicht anstieg, wusste sie die Wahrheit. Ihr Mann war kein gestresster Vater, er war gefährlich. »Ich will, dass die Therapie aufhört«, verkündete Klaus mit dieser finalen Stimme, die er benutzte, wenn er glaubte, dass eine Diskussion beendet war. »Und ich will, dass dieser verdammte Hund aus unserem Leben verschwindet.« Das war der Moment, in dem Sabine wusste, dass sie eine Wahl treffen musste. Ihre Tochter oder ihr Ehemann. Mias Heilung oder Klaus' Kontrolle. Es war keine schwere Entscheidung, aber es war eine beängstigende. »Nein«, sagte sie ruhig. Klaus starrte sie an, als hätte sie eine Fremdsprache gesprochen. »Was hast du gesagt?« Seine Stimme war gefährlich leise. »Ich sagte nein, Klaus. Mia wird weiterhin zur Therapie gehen und Max bleibt in unserem Leben, solange Mia ihn braucht.« Klaus stand so schnell auf, dass sein Stuhl umfiel. »Du wagst es, mir zu widersprechen? In meinem eigenen Haus?« Er kam näher und zum ersten Mal in ihrer 12-jährigen Ehe hatte Sabine wirklich Angst vor ihm. Aber sie wich nicht zurück. »Es ist auch mein Haus«, sagte sie mit zitternder, aber fester Stimme, »und sie ist auch meine Tochter.« Klaus hob seine Hand und für einen schrecklichen Moment dachte Sabine, er würde sie schlagen. Aber dann hörten sie etwas. Ein leises Weinen vom oberen Stockwerk. Mia war aufgewacht. Klaus ließ seine Hand sinken, aber sein Gesicht war vor Wut verzerrt. »Das ist noch nicht vorbei, Sabine. Das ist noch lange nicht vorbei.« In dieser Nacht, nachdem Klaus hinausgegangen war, ging Sabine zu Mias Zimmer. Ihre Tochter lag wach im Bett, die Augen groß und beängstigt. »Mama«, flüsterte sie, »ist Papa böse auf mich?« Sabine setzte sich an den Bettrand und streichelte Mias Haar. »Nein, Liebling, Papa ist nicht böse auf dich. Papa ist krank, aber er wird dir nie wieder wehtun. Das verspreche ich dir.« Am nächsten Morgen rief Sabine einen Anwalt an. Rechtsanwältin Maria Weber, keine Verwandtschaft mit der Richterin, war eine kleine, energische Frau mit stechenden blauen Augen und einer Stimme, die Berge versetzen konnte. Sie hatte über 20 Jahre lang Familien in Sorgerechtsstreitigkeiten vertreten, aber Sabines Fall berührte sie auf eine besondere Weise. »Erzählen Sie mir alles«, sagte sie in ihrem gemütlichen Büro mit den warmen Holzmöbeln und den Familienfotos an der Wand. Sabine erzählte ihr alles. Die Gewaltausbrüche, Mias Schweigen, die Therapie, Max und vor allem Klaus' zunehmende Aggression. »Das wird nicht einfach«, warnte Anwältin Weber. »Klaus hat keine Vorstrafen. Er ist in der Gemeinde respektiert, hat einen guten Job. Vor Gericht wird er charmant und kontrolliert auftreten. Aber wir haben etwas Mächtiges auf unserer Seite.« Sie blickte auf die Notizen über Mia. Ein Kind, das die Wahrheit sagt. Die größte Herausforderung war Mia selbst. Wie erklärt man einem 9-jährigen Mädchen, dass sie vor einem Richter aussagen muss? Wie bereitet man sie darauf vor, ihren Vater anzuklagen? Dr. Müller übernahm diese schwierige Aufgabe. »Mia«, sagte sie eines Tages sanft, während Max neben ihnen lag, »weißt du, was ein Richter ist?« Mia nickte langsam. »Jemand, der entscheidet. Wer Recht hat?« »Genau. Und manchmal müssen Kinder dem Richter ihre Geschichte erzählen, nicht weil sie in Schwierigkeiten sind, sondern um zu helfen.« Mias Gesicht wurde blass. »Muss ich über Papa sprechen?« Dr. Müller nahm ihre kleine Hand. »Nur, wenn du bereit bist. Und du wirst nicht allein sein. Max wird bei dir sein
Und Mama auch. Du musst nur die Wahrheit sagen. Die Vorbereitung dauerte Wochen. Sie übten im Therapieraum, wie es im Gerichtssaal aussehen würde. Dr. Müller spielte die Richterin und Mia lernte auf Fragen zu antworten oder zu signalisieren, wenn die Worte zu schwer waren. Das Wichtigste war das Geheimzeichen. »Erinnerst du dich an unser spezielles Signal?« fragte Dr. Müller. »Das für die Wahrheit?« Mia nickte und zeigte das kleine Kreiszeichen, gefolgt von dem Klopfen auf die Brust. Max bellte sofort einmal. »Wenn du vor dem Richter nicht sprechen kannst, aber die Wahrheit sagen willst, kannst du das Signal machen. Max wird verstehen.« Klaus war währenddessen nicht untätig geblieben. Er hatte seinen eigenen Anwalt engagiert, einen teuren Mann in einem teuren Anzug, der dafür bekannt war, dass er jede Geschichte verdrehen konnte. Klaus spielte die Rolle des besorgten Vaters perfekt. »Meine Frau hat sich gegen mich gewandt«, erzählte er seinem Anwalt mit gespielter Trauer. »Sie benutzt unser Kind als Waffe. Diese ganze Therapiegeschichte ist erfunden. Mia war schon immer ein ruhiges Kind.« Aber was Klaus nicht wusste, war, dass Dr. Müller alles dokumentiert hatte. Jede Sitzung, jeden Fortschritt, jeden Rückfall. Sie hatte Fotos von Mias Zeichnungen, Aufzeichnungen ihrer wenigen gesprochenen Worte, detaillierte Berichte über ihre Reaktionen. Das Wichtigste war das eine Bild. Das Bild, das Mia nach einem besonders schwierigen Tag gemacht hatte. Das Bild, das die Wahrheit zeigte, als Worte nicht genug waren. Eine Woche vor dem Gerichtstermin brachte Dr. Müller Mia bei, wie sie dem Richter um etwas Besonderes bitten konnte. Wenn du dem Richter etwas geben möchtest, etwas, das deine Geschichte erzählt, dann ist das in Ordnung. Mia verstand. Sie hatte bereits gewusst, welches Bild sie mitnehmen würde. Der Tag des Gerichtstermins brach grau und regnerisch an. Sabine war bereits um 5 Uhr morgens wach, starrte an die Decke und hörte den Regen gegen das Fenster prasseln. Heute würde sich entscheiden, ob ihre Tochter sicher sein würde oder ob Klaus weiterhin Macht über sie beide haben würde. Mia war ungewöhnlich still während des Frühstücks. Sie rührte in ihrem Müsli herum, ohne wirklich zu essen. »Mama«, sagte sie schließlich mit ihrer leisen Stimme, »was passiert, wenn der Richter Papa mehr mag als mich?« Sabine kniete sich neben ihren Stuhl und nahm Mias kleine Hände in ihre. »Richter mögen keine Menschen mehr als andere, Liebling. Sie hören sich die Wahrheit an und treffen dann faire Entscheidungen. Und du wirst die Wahrheit sagen, nicht wahr?« Mia nickte, aber Sabine konnte sehen, dass ihre Tochter Angst hatte. Dr. Müller kam um 9 Uhr, um sie abzuholen. Max saß ruhig im Rücksitz ihres Autos, seine grüne Therapieweste perfekt gebürstet, seine Ausrüstung ordentlich verstaut. Er schien zu verstehen, dass heute ein wichtiger Tag war. »Wie fühlst du dich, Mia?« fragte Dr. Müller sanft, während sie durch die regnerischen Straßen von Düsseldorf fuhren. »Nervös«, antwortete Mia ehrlich. »Das ist normal. Sogar Erwachsene sind nervös, wenn sie vor Gericht gehen. Aber erinnerst du dich, was wir geübt haben?« Mia nickte und zeigte ihr das kleine Kreiszeichen, gefolgt von dem Klopfen auf die Brust. Max' Ohren zuckten, aber er bellte nicht. Er war zu gut ausgebildet, um im Auto zu bellen. »Genau«, sagte Dr. Müller, »wenn die Worte zu schwer sind, kann Max für dich sprechen.« Das Gericht war ein großes, imposantes Gebäude aus rotem Backstein mit hohen Fenstern und breiten Stufen. Mia hielt Sabines Hand fest, als sie hineingingen. Der Marmorboden hallte unter ihren Schritten und ihre Stimmen klangen seltsam in den hohen Gängen. Anwältin Weber wartete bereits auf sie. Sie trug ihr bestes schwarzes Kostüm und hatte eine Aktentasche voller sorgfältig organisierter Dokumente dabei. »Sind Sie bereit?« fragte sie Sabine. »So bereit, wie man sein kann«, antwortete Sabine mit zitternder Stimme. Klaus war bereits da, flankiert von seinem teuren Anwalt. Er trug seinen besten Anzug und hatte sich extra für diesen Tag die Haare schneiden lassen. Als er Mia sah, lächelte er, aber es war nicht das warme Lächeln eines liebenden Vaters. Es war kalt, berechnend. Mia versteckte sich hinter Sabines Beinen. »Alles wird gut, mein Schatz«, flüsterte Sabine und streichelte Mias Haar. »Max ist hier, Dr. Müller ist hier, ich bin hier, du bist nicht allein.« Max, der neben ihnen saß, schien ihre Nervosität zu spüren. Er stupste Mias Hand sanft mit seiner Nase an, seine Art zu sagen, »Ich bin da«. Richterin Petra Weber betrat den Gerichtssaal pünktlich um 10 Uhr. Ihr Auftritt ließ den ganzen Raum verstummen.
Sie war kleiner, als Mia erwartet hatte, aber ihre Präsenz füllte den Raum. Ihre grauen Haare waren streng zurückgebunden, ihre Brille saß perfekt, ihre schwarze Robbe war tadellos. Sie setzte sich, ordnete ihre Papiere und blickte über den Gerichtssaal. Ihre Augen verweilten einen Moment bei Mia, dann bei Max, dann bei den Anwälten. »Dieses Gericht ist jetzt eröffnet«, sagte sie mit klarer, autoritärer Stimme. »Wir sind hier, um über das Sorgerecht für Mia Schmidt zu verhandeln.« Und so kommen wir zurück zu jenem Moment, den wir bereits erlebt haben. Mia auf dem Zeugenstand, ihre kleine Hand, die den gefalteten Umschlag hält, während sie das geheime Signal an Max gibt. Aber jetzt wisst ihr die ganze Geschichte dahinter. Jetzt versteht ihr, warum dieser Moment so kraftvoll war. Als Mias kleine Finger den Kreis in die Luft zeichneten, gefolgt von den 2 Klopfern auf ihre Brust, war das nicht nur ein Signal. Es war das Ergebnis von Monaten der Heilung, des Vertrauens, der geduldigen Therapiearbeit und des Mutes einer kleinen Seele, die gelernt hatte, wieder zu hoffen. Max' einzelnes, klares Bellen hallte durch den Gerichtssaal und trug in sich alle Stunden, die sie zusammen verbracht hatten. Alle stillen Versprechen, alle geteilten Tränen, alle kleinen Schritte zurück ins Leben. Seine Stimme war Mias Stimme geworden. Dr. Müller stand auf, ihre Hände zitterten, als sie den cremefarbenen Umschlag hielt. Sie wusste, was darin war. Sie hatte gesehen, wie Mia dieses Bild gemalt hatte, mit tränenfeuchten Augen und zitternden Händen, aber mit einer Entschlossenheit, die Erwachsenen oft fehlt. »Sie gab mir das gestern«, sagte Dr. Müller mit ihrer sanften, aber festen Stimme. »Sie sagte mir, es nur der Richterin zu geben, wenn Max bellt.« Diese Worte trugen das Gewicht von allem, was geschehen war. Die monatelange Vorbereitung, die sorgfältige Planung, die Liebe und die Hoffnung. Richterin Weber öffnete den Umschlag mit der Ehrfurcht, die er verdiente. Als ihre Augen über Mias Zeichnung wanderten, das kleine Mädchen in der Ecke, der wütende Mann mit den geballten Fäusten, Max als Beschützer dazwischen, verstand sie sofort, dass sie nicht nur ein Bild betrachtete. Sie betrachtete die Seele eines Kindes, das gelernt hatte, seine Wahrheit zu zeichnen, als Worte nicht genug waren. Jeder Buntstiftstrich war ein Schrei um Hilfe, den niemand gehört hatte. Jede Farbe war ein Gefühl, das zu groß für ein 9-jähriges Herz war. Und dann drehte sie das Bild um und las die 9 Worte, die Mias Welt in ihrer ganzen Tragik zusammenfassten. Er sagt, er liebt mich, aber ich fühle mich nur sicher, wenn er nicht da ist. Diese Worte trafen Richterin Weber härter als jede juristische Argumentation, die sie in 25 Jahren auf der Richterbank gehört hatte. Hier war keine komplizierte rechtliche Theorie, hier war die einfache, rohe Wahrheit eines Kindes, das zwischen Liebe und Sicherheit wählen musste. Klaus' Ausbruch war vorhersehbar gewesen. Seine Wut, seine Leugnung, seine Versuche, die Situation zu kontrollieren, alles bestätigte nur das, was Mias Bild bereits gezeigt hatte. Ein Mann, der seine Macht durch Einschüchterung aufrecht erhielt. Aber Mia zuckte nicht zusammen, nicht mehr. Monate der Therapie, Wochen der Vorbereitung und vor allem Max' ruhiger Präsenz an ihrer Seite hatten ihr etwas Unbezahlbares gegeben, den Mut, bei ihrer Wahrheit zu bleiben. Und dann, in dem Moment, als die Stille des Gerichtssaals am dicksten war, sprach sie, nicht laut, aber klar, nicht lange, aber kraftvoll. Max weiß, wer mich sicher hält. Er erinnert sich an alles, auch wenn ich es nicht konnte. Diese Worte waren mehr als eine Aussage. Sie waren eine Erlösung. 18 Monate der Stille, aufgebrochen durch die einfache Wahrheit eines Kindes, das endlich sicher genug war, um zu sprechen. Max hatte nicht nur gelernt, für sie zu bellen, er hat ihr beigebracht, wieder ihre eigene Stimme zu finden. Richterin Weber saß einen langen Moment in völliger Stille da, Mias Zeichnung vor sich auf der Richterbank. Ihre ausgebildeten Hände, die Tausende von Dokumenten gehalten hatten, zitterten ganz leicht, als sie das Bild noch einmal betrachtete. In 25 Jahren als Richterin hatte sie alles gesehen. Lügen, Manipulationen, zerbrochene Versprechen. Aber das hier war anders. Das hier war die ungeschminkte Wahrheit, erzählt durch die unschuldigen Augen eines Kindes, das nie hätte leiden sollen. Ein Kind, das gelernt hatte, dass Schweigen sicherer war als Sprechen, dass Unsichtbarkeit besser war als Aufmerksamkeit. Sie blickte zu Mia hinüber, die still auf dem Zeugenstand saß, Max loyal an ihrer Seite.
Das kleine Mädchen hatte ihre Schuldigkeit getan. Sie hatte die schwerste Sache getan, die ein Kind tun kann. Sie hatte die Wahrheit über jemanden gesagt, den sie eigentlich lieben sollte. »Mia«, sagte Richterin Weber mit einer Stimme, die weicher war als ihre übliche Autorität, »du warst sehr mutig heute. Braver als die meisten Erwachsenen, die ich kenne.« Mia nickte nur leicht, ihre kleine Hand ruhte auf Max' Kopf. Dann wandte sich die Richterin an den Gerichtssaal. Ihre Stimme wurde wieder fest, professionell, aber mit einer Wärme unterlegt, die selten zu hören war. In diesem Fall geht es nicht um komplizierte rechtliche Theorien oder schwer zu interpretierende Beweise. Es geht um ein Kind, das ein Recht darauf hat, sicher zu sein. Klaus' Anwalt ersuchte zu unterbrechen, aber Richterin Weber hob ihre Hand. »Ich habe alle nötigen Beweise gesehen und gehört. Die Therapieberichte von Dr. Müller, die medizinischen Aufzeichnungen und vor allem die ehrliche Aussage dieses mutigen kleinen Mädchens.« Sie pausierte, ihre Augen bewegten sich durch den Raum. Ein Kind sollte niemals zwischen Liebe und Sicherheit wählen müssen. Ein Kind sollte niemals lernen müssen, dass Schweigen sicherer war als Sprechen. Und ein Kind sollte niemals einen Therapiehund brauchen, um sich sicher genug zu fühlen, die Wahrheit zu sagen. Sabine weinte still, ihre Hände bedeckten ihren Mund. Ihr Anwalt legte beruhigend eine Hand auf ihre Schulter. Klaus saß starr da, sein Gesicht eine Maske aus Wut und verlorener Kontrolle. Deshalb, fuhr Richterin Weber fort, ihre Stimme nun klar und endgültig, gewähre ich hiermit das vollständige Sorgerecht für Mia Schmidt, ihrer Mutter, Sabine Schmidt. Klaus Schmidt wird beaufsichtigte Besuchsrechte gewährt, jedoch erst nach erfolgreichem Abschluss einer Wutmanagement-Therapie und psychologischer Beratung. Der Gerichtssaal atmete kollektiv aus. Es gab keinen dramatischen Jubel, keine Tränen der Erleichterung, sondern nur eine tiefe, heilende Stille. Gerechtigkeit war nicht immer laut. Manchmal war sie so leise wie das Vertrauen eines kleinen Mädchens zu seinem Hund. Richterin Weber stand auf, aber bevor sie ging, blickte sie noch einmal zu Mia. »Du hast heute nicht nur für dich selbst gesprochen, Mia. Du hast für alle Kinder gesprochen, die ihre Stimme noch nicht gefunden haben.« Sie machte eine kleine Pause und Max, sie lächelte zum ersten Mal an diesem Tag, »Du bist ein sehr guter Hund.« Max' Schwanz wedelte einmal, ein kleines Zeichen der Anerkennung. Er verstand vielleicht nicht alle Worte, aber er verstand, dass seine Mission erfolgreich war. Mia war sicher, das war alles, was für ihn zählte. Als die Richterin den Gerichtssaal verließ, blieb eine Atmosphäre zurück, die schwer zu beschreiben war. Es war nicht nur Erleichterung oder Freude, es war etwas Heiligeres, die stille Bestätigung dafür, dass manchmal, nur manchmal, das System funktioniert, dass die Wahrheit siegt, dass Unschuld beschützt wird. Die Minuten nach Richterin Webers Entscheidung vergingen wie in einem Traum. Sabine war aus ihrem Stuhl aufgesprungen, hatte aber nicht gewusst, wohin sie gehen sollte. Lachen, weinen, schreien vor Erleichterung? Stattdessen stand sie einfach da. Ihre Hände zitterten, während die Realität langsam zu ihr durchdrang. Sie hatte gewonnen. Nein, das war das falsche Wort. Ihre Tochter hatte gewonnen. Mia war endlich sicher. Mia selbst saß noch immer auf dem Zeugenstand. Ihre kleine Hand ruhte auf Max' Kopf, als wäre er ihr Anker in einem Sturm von Emotionen, die sie noch nicht ganz verstehen konnte. »Mama«, sagte sie leise, ihre Stimme kaum hörbar über das Gemurmel der sich zerstreuenden Menschen. »Heißt das, dass wir nach Hause gehen können?« Sabine eilte zu ihrer Tochter, kniete sich vor den Zeugenstand und nahm Mias kleine Hände in ihre. »Ja, mein Liebling, wir gehen nach Hause, unser eigenes, sicheres Zuhause.« Tränen liefen über Sabines Wangen, aber zum ersten Mal seit 18 Monaten waren es Tränen der Freude. Dr. Müller beobachtete die Szene mit einem Lächeln, das ihre ganze Seele zu erleuchten schien. Sie hatte so viele Kinder durch dunkle Zeiten begleitet, aber Mias Reise war etwas Besonderes gewesen. Von totaler Stille zu diesem Moment der Befreiung. Es war, als hätte sie mitgeholfen, ein Wunder zu erschaffen. Klaus war bereits gegangen, gefolgt von seinem Anwalt. Er hatte kein Wort gesagt, als das Urteil verkündet wurde, aber jeder im Raum hatte die Niederlage in seinen Augen gesehen. Vielleicht würde die verordnete Therapie ihm helfen. Vielleicht würde er lernen, der Vater zu werden, der Mia verdiente. Aber das war nicht mehr Sabines Problem. Anwältin Weber sammelte ihre Papiere ein, aber ihr Gesicht strahlte vor Stolz. »Das war außergewöhnlich«, sagte sie zu Dr. Müller. »In 20 Jahren Familienrecht habe ich selten so eine klare, mutige Aussage von einem Kind gehört.« Sie blickte zu Mia hinüber. »Sie wird weit kommen im Leben, dieses kleine Mädchen.« Max schien die Veränderung in der Atmosphäre zu spüren. Seine Haltung war entspannter, sein Schwanz wedelte sanft. Seine Mission war erfüllt. Das kleine Mädchen, das er beschützen sollte, war nicht mehr in Gefahr. Er hatte getan, wofür er ausgebildet worden war.
Er hatte einer verlorenen Seele geholfen, ihren Weg nach Hause zu finden. »Max«, sagte Mia und streichelte sein weiches Fell, »wir haben es geschafft, nicht wahr?« Max schaute sie mit seinen warmen braunen Augen an und gab ein leises, zufriedenes Grummeln von sich. In der Sprache der Hunde bedeutete das: »Ja, kleiner Mensch, wir haben es geschafft.« Als sie den Gerichtssaal verließen, fiel draußen noch immer der sanfte Regen, aber irgendwie schien die Welt heller zu sein. Die Luft roch frischer, die Farben wirkten lebendiger. Es war, als hätte die Gerechtigkeit nicht nur Mias Leben verändert, sondern die ganze Welt um sie herum. Dr. Müller begleitete sie zu ihrem Auto. »Wie fühlst du dich jetzt, Mia?« fragte sie, während sie Max' Leine hielt. Mia dachte einen Moment nach, ihr kleines Gesicht ernst und nachdenklich. »Leichter«, sagte sie schließlich, als würde etwas Schweres von meinen Schultern genommen. Sie blickte zu Max auf. »Und Max auch. Er sieht glücklicher aus.« Tatsächlich schien der große deutsche Schäferhund entspannter zu sein. Seine Schritte waren federnder, seine Ohren aufmerksam, aber nicht mehr ständig auf der Hut. »Das ist er auch«, sagte Dr. Müller sanft. »Hunde spüren unsere Emotionen. Wenn wir glücklich sind, sind sie es auch.« Sie öffnete die Autotür. »Seid ihr bereit, nach Hause zu fahren?« Zum ersten Mal seit 18 Monaten antwortete Mia ohne zu zögern. »Ja, wir sind bereit.« Die Fahrt nach Hause war anders als alle anderen Autofahrten, die sie jemals unternommen hatten. Normalerweise war das Auto ein Ort der Stille gewesen. Nicht die friedliche Art von Stille, sondern die angespannte Art, wo jeder Atemzug zu laut erschien. Heute aber fühlte sich die Stille sicher an, bequem, wie eine warme Decke. Mia saß auf dem Rücksitz neben Max. Ihre kleine Hand ruhte auf seinem Fell, während sie durch das regennasse Fenster schaute. Die Häuser, Bäume und Straßen, die sie passierten, sahen vertraut aus, aber irgendwie auch neu, als würde sie zum ersten Mal mit klaren Augen sehen. »Mama«, sagte sie nach einer Weile, wird er uns folgen?« Sabines Herz zog sich zusammen. Selbst nach allem, was passiert war, machte sich ihre kleine Tochter immer noch Sorgen. »Nein, Liebling«, antwortete Sabine fest. »Die Richterin hat entschieden. Du bist sicher. Wir sind beide sicher.« Max hob den Kopf und schaute Mia an, als würde er ihre Sorge spüren. Er legte seinen großen Kopf auf ihren Schoß, nicht aufdringlich, sondern beruhigend. Eine Erinnerung daran, dass sie nicht allein war, dass sie beschützt wurde. Dr. Müller, die fuhr, beobachtete sie im Rücksitz. »Weißt du, Mia«, sagte sie sanft, »Veränderungen können beängstigend sein, auch gute Veränderungen. Es ist okay, wenn du dich eine Weile unsicher fühlst. Das ist normal.« Mia nickte nachdenklich. »Aber ich fühle mich nicht unsicher«, sagte sie nach einer Pause. »Ich fühle mich frei.« Das Wort hing in der Luft wie ein kleines Wunder. Frei, ein Wort, das Mia vielleicht noch nie wirklich verstanden hatte, bis zu diesem Moment. Frei zu sprechen, ohne Angst vor den Konsequenzen. Frei zu lächeln, ohne sich zu fragen, ob es jemanden ärgern würde. Frei zu sein. Ein Kind. Als sie in ihre Straße einbogen, sah Mia ihr Haus. Das Haus, das einst ein Ort der Angst gewesen war, aber jetzt die Chance auf einen Neuanfang darstellte. »Es sieht anders aus«, bemerkte sie. Sabine schaute durch die Windschutzscheibe. Das Haus sah genauso aus wie immer, aber sie verstand, was Mia meinte. Es fühlte sich anders an. Das liegt daran, dass wir es zu unserem Zuhause machen werden, unserem sicheren, glücklichen Zuhause. Sie parkte in der Einfahrt und drehte sich zu ihrer Tochter um. »Mia, ich möchte, dass du weißt, du warst heute so mutig. Mutiger, als ein kleines Mädchen sein sollte müssen.« Mia lächelte. Nicht das schwache, unsichere Lächeln, das sie monatelang gezeigt hatte, sondern ein echtes, strahlendes Lächeln. »Max hat mir geholfen«, sagte sie. »Er hat mir gezeigt, dass es okay ist, die Wahrheit zu sagen.« Max' Schwanz wedelte, als würde er verstehen, dass er gelobt wurde. Dr. Müller stieg aus und öffnete die hinteren Türen. »Seid ihr bereit für euer neues Abenteuer?« fragte sie. Mia nahm Max' Leine und nickte entschlossen. »Wir sind bereit«, sagte sie und ihre Stimme klang stärker als je zuvor. Als sie zur Haustür ging, bemerkte Sabine, wie anders Mias Gang war. Ihre Schritte waren nicht mehr zögerlich oder vorsichtig, sie ging aufrecht, mit Zuversicht. Max trottete neben ihr her, nicht mehr in ständiger Alarmbereitschaft, sondern entspannt und zufrieden. Sabine schloss die Tür auf, und als sie sich öffnete, strömte warmes Licht aus dem Inneren. »Willkommen zu Hause«, sagte sie zu ihrer Tochter.
Und zum ersten Mal seit fast 2 Jahren fühlte sich das Wort Zuhause richtig an. Mia trat über die Schwelle und atmete tief ein. Dann drehte sie sich zu Dr. Müller um. »Danke«, sagte sie einfach. »Für alles.« Dr. Müller kniete sich hin und umarmte das kleine Mädchen. »Nein, Mia, danke dir. Du hast mir gezeigt, was wahren Mut bedeutet.« Dr. Müller blieb noch eine Stunde, half dabei, Max in seinem neuen temporären Zuhause einzurichten und besprach die nächsten Schritte. »Max kann noch eine Weile bleiben«, erklärte sie Sabine, während Mia mit dem großen Hund im Wohnzimmer spielte. »Aber irgendwann wird er zu einem anderen Kind gehen müssen, das ihn braucht.« Sabine verstand, aber ihr Herz zog sich zusammen bei dem Gedanken. Max war mehr als ein Therapiehund geworden. Er war ein Familienmitglied. »Wie wird Mia darauf reagieren?« fragte sie besorgt. Dr. Müller lächelte. »Das entscheiden wir, wenn es soweit ist, aber schauen Sie sie sich an.« Mia lag auf dem Wohnzimmerteppich, ein Buch aufgeschlagen vor sich, Max neben ihr ausgestreckt. Sie las ihm vor, ihre Stimme klar und selbstbewusst, ganz anders als das ängstliche Flüstern der vergangenen Monate. »Sie braucht ihn nicht mehr als Beschützer«, bemerkte Dr. Müller sanft. »Jetzt ist er einfach ihr Freund.« Nach dem Abendessen, dem Gerstenabendessen seit langem, bei dem wirklich gelacht wurde, half Sabine Mia beim Zähneputzen und ins Bett gehen. Es waren einfache, alltägliche Dinge, aber sie fühlten sich besonders an. Zum ersten Mal seit Monaten war die abendliche Routine nicht von Angst überschattet. »Mama«, sagte Mia, als Sabine ihre Bettdecke zurechtzog, »werde ich wieder zur Schule gehen?« Es war eine Frage, die sie monatelang nicht gestellt hatte. Schule bedeutete andere Kinder, Lehrerin, Normalität, Dinge, die sich einmal unerreichbar angefühlt hatten. »Wenn du bereit bist«, antwortete Sabine und strich ihrer Tochter über das Haar. »Wir haben Zeit, du kannst entscheiden, wann du dich bereit fühlst.« Mia dachte darüber nach. »Ich denke, ich bin fast bereit«, sagte sie. »Aber kann Max manchmal mitkommen, nur am Anfang?« Sabine lächelte. »Wir werden mit Dr. Müller und deiner Schule sprechen. Ich bin sicher, wir finden einen Weg.« Max lag am Fußende von Mias Bett, seine großen Pfoten über den Rand hängend. Er würde dort die ganze Nacht bleiben, nicht weil er musste, sondern weil er wollte. »Mama«, sagte Mia nach einer weiteren Pause, »wird er jemals besser werden?« Es war eine schwierige Frage, eine, die Sabine nicht mit Sicherheit beantworten konnte. »Ich hoffe es, Liebling«, sagte sie ehrlich. »Er muss lernen, mit seiner Wut umzugehen, und das wird Zeit dauern. Aber das ist nicht mehr unsere Sorge. Unsere Sorge ist es jetzt, glücklich zu sein.« Mia nickte. »Ich bin glücklich«, sagte sie mit einer Gewissheit, die Sabines Herz zum Schmelzen brachte. »Ich bin glücklich, dass wir sicher sind. Ich bin glücklich, dass ich wieder sprechen kann, und ich bin glücklich, dass Max bei uns ist.« Als würde er seinen Namen hören, hob Max den Kopf und wedelte sanft mit dem Schwanz. Mia streckte ihre Hand aus und streichelte seinen Kopf. »Gute Nacht, Max. Danke für alles.« Max legte seinen Kopf zurück auf seine Pfoten, aber seine Augen blieben eine Weile offen, wachsam und beschützend. Sabine küsste ihre Tochter auf die Stirn und löschte das Licht. Zum ersten Mal seit fast 2 Jahren war sie nicht besorgt darüber, was die Nacht bringen könnte. Keine plötzlichen Schreie, keine Albträume, keine Angst. Nur friedlicher und heilender Schlaf. In der Küche machte sie sich eine Tasse Tee und setzte sich an den Tisch. Draußen hatte der Regen aufgehört und die Sterne kamen zwischen den Wolken hervor. Sie dachte an alles, was sie durchgemacht hatten, an den langen, schwierigen Weg, der sie hierher geführt hatte. Morgen würde sie anfangen, Pläne zu machen, vielleicht einen neuen Job suchen, einen, der ihr mehr Zeit mit Mia gab. Vielleicht das Haus umdekorieren, es wirklich zu ihrem machen. Vielleicht sogar über Dinge wie Urlaub nachdenken. Einfache Freuden, die so lange unmöglich erschienen hatten. Aber heute Abend war es genug zu wissen, dass ihre Tochter oben sicher und glücklich schlief, beschützt von einem treuen Freund, der ihr geholfen hatte, ihre Stimme wiederzufinden. 4 Monate später war das Leben, das Mia und Sabine aufgebaut hatten, fast unrecognizable im Vergleich zu dem Albtraum, den sie hinter sich gelassen hatten. Die Wunden waren nicht völlig verheilt, das würde Zeit dauern, aber sie bluteten nicht mehr. Mia war zurück in der Schule gegangen, zunächst nur für ein paar Stunden am Tag.
Max hatte sie die ersten 2 Wochen begleitet und hatte geduldig im Klassenzimmer gelegen, während sie ihre ersten vorsichtigen Schritte zurück in die Normalität machte. Ihre Lehrerin, Frau Hoffmann, war außergewöhnlich verständnisvoll gewesen. »Sie ist wie ein anderes Kind«, hatte Frau Hoffmann zu Sabine gesagt. »Ruhiger vielleicht, aber auch weiser. Und ihre Aufsätze, sie schreibt mit einer Tiefe, die ungewöhnlich ist für ihr Alter.« Mia hatte begonnen, ihre Erfahrungen zu verarbeiten, indem sie Geschichten schrieb. Geschichten über mutige kleine Mädchen und treue Hunde, über Richter, die zuhörten, und über Familien, die heilen. Max war mittlerweile zu einem anderen Kind gegangen, einem kleinen Jungen namens Tim, der ähnliche Traumata durchgemacht hatte. Der Abschied war tränenreich gewesen, aber nicht verheerend. »Max hat mir geholfen, meine Stimme zu finden«, hatte Mia gesagt, während sie ihn zum letzten Mal umarmte. Jetzt kann er einem anderen Kind helfen, seine zu finden. An Max' Stelle war ein neuer Freund gekommen, ein kleiner Golden Retriever-Welpe namens Sunny, den Sabine für Mias 10. Geburtstag gekauft hatte. Sunny war kein Therapiehund, er war einfach ein Haustier, ein Symbol für Normalität und Freude. Und er war genauso loyal wie Max, nur auf eine andere, unschuldige Weise. Sabine hatte einen neuen Job als Teilzeitbuchhalterin gefunden, der es ihr ermöglichte, mehr Zeit mit Mia zu verbringen. Sie hatten das Haus umdekoriert, die dunklen Farben durch helle, fröhliche Töne ersetzt. Mias Zimmer war jetzt rosa und gelb, voller Bücher und Spielzeug und Zeichnungen von Hunden. Klaus hatte die verordnete Therapie begonnen, aber der Kontakt war minimal geblieben. Er durfte Mia einmal im Monat für 2 Stunden sehen, immer unter Aufsicht. Die Besuche waren angespannt und formal, aber sie waren gewaltfrei. Er versucht es, hatte Dr. Müller zu Sabine gesagt, aber Veränderung braucht Zeit. Mia selbst sprach selten über diese Besuche. Sie ging hin, war höflich, aber distanziert. Er ist wie ein Fremder, hatte sie einmal zu Sabine gesagt. Ich erinnere mich an den Papa, den ich geliebt habe, aber das ist nicht mehr derselbe Mann. Es war eine traurige, aber gesunde Erkenntnis. Dr. Müller sah Mia jetzt nur noch einmal im Monat, mehr zur Nachkontrolle als zur intensiven Therapie. Sie hat bemerkenswerte Fortschritte gemacht, erklärte sie Sabine. Ihre Resilienz ist außergewöhnlich. Natürlich wird sie immer eine gewisse Vorsicht haben, eine Sensibilität für Aggression, aber das ist nicht unbedingt schlecht. Es macht sie empathisch. Und es stimmte. Mia hatte eine besondere Gabe entwickelt, andere Kinder zu trösten, die Schwierigkeiten hatten. In der Schule war sie zu der Person geworden, zu der die stillen Kinder kamen, die sich nicht trauten zu sprechen. »Du musst keine Angst haben«, sagte sie dann. »Manchmal ist es okay, still zu sein, bis du bereit bist, deine Stimme zu gebrauchen.« Ein Jahr nach dem Gerichtstermin stand Mia wieder vor einem Publikum, aber diesmal war es ganz anders. Sie stand nicht als Opfer vor einem Richter, sondern als Botschafterin vor einer Gruppe von Therapeuten, Sozialarbeitern und anderen Helfern auf einer Konferenz über Kindertrauma. »Hallo«, sagte sie mit klarer, starker Stimme ins Mikrofon, »mein Name ist Mia und ich möchte euch von meinem Freund Max erzählen und davon, wie wichtig es ist, Kindern zuzuhören, auch wenn sie nicht sprechen.« Das Auditorium war mucksmäuschenstill. 200 Erwachsene hingen an jedem Wort eines 11-jährigen Mädchens. Sie erzählte ihre Geschichte. Nicht alle Details, nicht die schmerzhaftesten Teile, sondern die wichtige Botschaft, dass Schweigen eine Sprache ist. Dass Hunde manchmal verstehen, was Menschen übersehen. Dass Gerechtigkeit möglich ist, wenn Erwachsene bereit sind, wirklich hinzuhören. »Max hat mir nicht nur geholfen zu sprechen«, sagte sie. Ihre kleine Hand ruhte auf Sunnys Kopf, der brav neben ihr saß. »Er hat mir geholfen zu verstehen, dass meine Stimme wichtig ist. Dass ich es wert bin, gehört zu werden.« Ein Murmeln der Bewegung ging durch die Menge. Einige Augen waren feucht. Dr. Müller saß in der ersten Reihe und strahlte vor Stolz. Das war mehr, als sie je erträumt hatte. Ihr kleines Patientin war zu einer Inspiration für andere geworden. Neben ihr saß Sabine, deren Augen voller Tränen waren, aber diesmal waren es Tränen des Stolzes. »Wenn ihr Kinder trefft, die nicht sprechen«, fuhr Mia fort, »gebt nicht auf.
Manchmal brauchen wir nur Zeit. Manchmal brauchen wir einen besonderen Freund wie Max. Aber am wichtigsten ist, wir brauchen Erwachsene, die glauben, dass unsere Geschichten wichtig sind. Nach ihrem Vortrag gab es stehende Ovationen. Menschen kamen zu ihr, um sich zu bedanken, um Fragen zu stellen, um ihre eigenen Geschichten zu teilen. Mia hörte zu, wirklich zu, mit der Weisheit eines Kindes, das gelernt hatte, wie wertvoll es ist, gehört zu werden. Am Ende des Tages, auf dem Heimweg im Auto, fragte Sabine: Wie fühlst du dich nach deinem großen Auftritt? Mia dachte nach, ihre Hand streichelte Sunnys Fell. Gut, sagte sie schließlich. Ich fühle mich, als hätte ich etwas Wichtiges getan, als hätte ich Max' Arbeit fortgesetzt. Und das hatte sie, denn Mias Geschichte war mehr als nur ein Gerichtsdrama oder eine Therapie-Erfolgsgeschichte geworden. Sie war zu einem Symbol geworden, für die Stimme der Stimmlosen, für die Kraft der Wahrheit, für die Bedeutung des Zuhörens. Jahre später würde Dr. Müller eine Stiftung gründen, inspiriert von Mias Mut. Die Max-Mia-Stiftung würde Therapiehunde für traumatisierte Kinder bereitstellen und Familien in Krisensituationen unterstützen. Klaus würde seine Therapie abschließen und zu einem respektvolleren, wenn auch distanzierten Vater werden. Aber das wichtigste Vermächtnis war Mia selbst, ein Beweis dafür, dass Heilung möglich ist, dass Mut in den kleinsten Paketen kommen kann und dass manchmal die mächtigsten Geschichten von denen erzählt werden, die einmal dachten, sie hätten keine Stimme. Ihre Geschichte wurde zu einem Licht für andere Kinder in Dunkelheit, ein Beweis dafür, dass es immer Hoffnung gibt, solange es Menschen gibt, die bereit sind zu hören, zu glauben und zu handeln. Und irgendwo in einem anderen Therapiezentrum hilft ein großer deutscher Schäferhund einem anderen stillen Kind dabei, seine Stimme zu finden, genau wie Max es mir beigebracht hatte. Die Liebe und der Mut leben weiter.